Die Vorbereitungen für unser Star für Israel sind in vollem Gange. Am Freitagabend entscheidet sich, wer in diesem Jahr für Deutschland am Eurovision Song Contest teilnimmt. Insgesamt 6 Solokünstler und ein Duo stellen sich der Herausforderung, das musikalische Erbe von Vorjahresteilnehmer Michael Schulte, 28, anzutreten. Der Singer-Songwriter belegte Platz 4 und landete somit für Deutschland nach Jahren der Pleite endlich mal wieder unter die Top 5 des weltweit größten Gesangswettbewerbes. Keine kleinen Fußstapfen, in die dieser Musiker treten werden Ali rein mit Wer Leulaft. Ali kommt gebürtig aus dem hessischen Oberursel. Doch die 21-Jährige fühlte sich dort schon während ihrer Schulzeit nicht sonderlich heimisch, sodass sie vor 5 Jahren nach Los Angeles auswanderte. Dort widmet sich Ali ihrer Musik, mit der sie vor allem im Netz richtig gut ankommt. Auf der Streaming-Plattform Soundcloud hat das Nachwuchstalent rund 12.100 Follower. Ihre Stimme erinnert an die von Britpop-Queen Lily Allen, 33, Bebe Zöllmar-Schmitty-Manns. Bebe Zöllmar muss gleich mehrere Herausforderungen meistern. Sie ist nicht nur Sängerin, Schauspielerin, Model und unterrichtet obendrein Zumba. Das Multitalent ist außerdem Mutter eines 2,5-jährigen Sohnes. 2017 nahm Bebe Zöllmar an The Voice of Germany teil und wurde von Yvonne Katterfeld, 39, gekocht. Während sie äußerlich eher einer Beyoncé, 37, ähnelt, erinnert ihr melodischer Elektropop an Duo The Chainsmokers. Gregor Hegeler mit Let Im Ego. Auch Gregor versuchte sein Glück bei The Voice of Germany ebenfalls vor 2 Jahren und überzeugte ebenfalls Coach Yvonne. Sonst haben er und Bebe Zöllmar jedoch wenig gemeinsam. Der 18-Jährige ist der nette Junge von nebenan, singt am liebsten Balladen und das mit einer Hammerstimme à la Sam Smith, 26. Und noch was, Gregor ist der jüngste Vorentscheid-Kandidat aller Zeiten. Linus Brunn mit Our City. 2015 nahm Linus ebenfalls am erfolgreichen Castingshow Riesen The Voice teil und konnte vor allem Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloss, 34, von sich überzeugen. Der 20-Jährige ist ein echter Frauenschwarm und eine kleine Netzberühmtheit. Auf Instagram hat Linus satte 211.000 Follower. Wieso, könne er sich selbst nicht erklären. Als Musical-Darsteller hat er bereits Idole wie Justin Bieber, 24, oder Michael Jackson gespielt. Mit Gitarre in der Hand könnte er jedoch besonders Ed Sheeran, 28, Konkurrenz machen. Stars mit Sister, Carlotta Truman und Laurita treten im Duett an. Beide stammen aus sehr musikalischen Elternhäusern, standen schon als junge Mädchen auf der Bühne. Highlight für die 19-jährige Carlotta dürfte vor allem ein gemeinsamer Auftritt mit Revolverheld vor 5 Jahren gewesen sein. Doch auch Laurita ist das Rampenlicht als Background-Sängerin von Sarah Connor, 38, und Stefania Heinzmann gewöhnt. Nun will es die 26-Jährige allerdings mit ihrer eigenen Musik schaffen. Lily Ammann klangt mit Surprise. Lily wollte nie Sängerin werden, doch das Schicksal hatte andere Pläne mit der 29-Jährigen. Sie schrieb etliche Songs und fing irgendwann damit an, diese auch selbst zu singen. Mittlerweile ist Lily ein alter Hase im Geschäft und hatte allein im vergangenen Jahr ganze 64 Auftritte. Ihre Stimme, die ein bisschen wie Popstar Alice Merton klingt, scheint anzukommen. Makeda mit CD Loved You Most. Für Makeda ist es bereits der 3. Anlauf beim Escape.
2017 war die 29-Jährige in der engeren Auswahl für den Vorentscheid, warf allerdings freiwillig das Handtuch. Im vergangenen Jahr versuchte Makeda es erneut, nahm mit ihrer Band an den Kandidatenworkshops teil, schaffte es jedoch nicht ins Finale. Jetzt will sie es noch einmal wissen und will als Solokünstlerin Deutschland in Tel Aviv vertreten. Wer das Rennen macht, seht ihr bei Unser Star für Israel um 20:15 Uhr auf ARD und im Livestream über Eurovision.